Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge will ich euch über den Status des Projekts zur alternativen innerballistischen Simulationssoftware auf dem Laufenden halten. Für alle, die davon bisher noch nichts gehört haben, bei diesem Projekt geht es um eine moderne und kostenlose Alternative zur innenballistischen Simulationssoftware QuickLord. Meine Recherchen und Tests zur Entwicklung der notwendigen Algorithmen resultierte zuerst in einem Testprogramm. Die genauen Details und wie es dazu kam, erläutere ich in der Folge zur inneren Ballistik. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Mit dem ersten Testprogramm wurden die Algorithmen von vielen Leuten getestet und sie werden auch noch weiter perfektioniert. Die innenballistischen Simulationsalgorithmen haben jetzt aber einen Status erreicht, mit dem man nun anfangen kann, ein echtes Anwenderprogramm zu bauen. In unserer Entwicklergruppe haben wir neben vielen Unterstützern zum Datensammeln von Pulver-, Kaliber- und Geschossdaten sowie zum Testen auch einige Programmierer. Jeder der beteiligten Entwickler hat natürlich sein eigenes Fachgebiet. Mein Part ist der, dass ich neben der Algorithmenentwicklung das eigentliche Anwenderprogramm für PCs baue. Die anderen, insbesondere Heiko und Norman, programmieren an Web-Applikationen bzw. deren Schnittstellen mit verschiedenen Technologien. Auch Marc von Let's Shoot will dann aufbauend auf Heikos Schnittstelle Richtung Web-Apps testen. Den Algorithmenkern, also der Softwareteil, welcher die innenballistische Simulation berechnet, habe ich als Dienstprogramm bzw. Konsolenprogramm separiert. Ein solches Dienstprogramm kann dann zum Beispiel auf einem Server verwendet werden, welcher dann einen Berechnungsdienst durch eine Schnittstelle im Internet zur Verfügung stellt. Heiko, Norman und ich haben uns hierfür auf Austauschformate geeinigt. Heiko hat bereits eine Java-API gebaut, über welche dieser Dienst dann aus dem Netz aufgerufen werden kann. Was heißt das jetzt genau für den Anwender, also potenziell euch? Für den Anwender bedeutet das dann schlussendlich, dass wir voraussichtlich später nicht nur ein PC-Programm haben werden, sondern auch Web-Apps, mit denen man dann solche Simulationsberechnungen einer Laborierung übers Handy, auf dem Tablet oder im Browser durchführen kann. Die Web-Apps werden natürlich etwas einfacher gehalten sein als das PC-Programm, damit sie auch auf kleinen Bildschirmen bedienbar bleiben. Ein Tablet auf dem Wiederladetisch ist sicher auch nicht ganz so sperrig wie ein PC. Diese Web-Apps werden aber voraussichtlich eine Internetverbindung benötigen. Das PC-Programm wird auch ohne Internetverbindung funktionieren. Wir haben insgesamt aber geplant, dass man dann aber Updates aus der Community einspielen kann, also zum Beispiel neue Geschosse oder wenn wir neue Pulverdaten von Herstellern bekommen. Da sind wir auch schon beim Thema Datensammeln. Ganz große Klasse sind nämlich auch unsere Datensammler in der Entwicklergruppe, wie zum Beispiel Stefan und Oliver. Wir haben dadurch sämtliche ZIP-Kaliberdaten erhalten können und es wurden viele der Pulverhersteller angeschrieben, um aktuelle Pulverdaten zu bekommen. Fast alle der europäischen Pulverhersteller waren hier kooperativ oder boten von sich aus bereits die Daten an, wofür wir uns hiermit herzlich bedanken. Leider waren aber außer Hodgdon keine weiteren amerikanischen Hersteller in der Lage, uns aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen. Insofern haben wir außer Hodgdon und dessen Tochtermarken bisher keine weiteren amerikanischen Pulver in unserer Datenbank aufnehmen können. Unsere Pulverdatenbank ist damit auf dem denkbar neuesten Stand, unter Vorbehalt natürlich. In Arbeit sind derzeit noch die Geschossdaten, hier ist gegebenenfalls noch die Community gefragt, uns dabei zu unterstützen. Jetzt zum PC-Programm. Zuerst musste ein Name für das Projekt her. Irgendeine Ähnlichkeit zum Namen QuickLord fand ich gruselig, also habe ich Chrissy gefragt, sie hat einen vorgeschlagen und den habe ich übernommen. Gordons Reloading Tool oder kurz GRT. Wir haben in der Entwicklergruppe lange Abende über die Aufteilung und Anordnung gegrübelt und viele Varianten ausprobiert. Ich war dann irgendwann ziemlich frustriert und wollte einfach das simple Testprogramm aufbohren, aber hab's dann glücklicherweise nicht gemacht. Hier seht ihr quasi eine Zeitreise durch die Konzeption. Auch wenn man die einzelnen Elemente später dann selbst arrangieren können soll, braucht man erstmal ein Grundkonzept, das einfach, praktikabel und möglichst übersichtlich ist. Was man hier bedenken muss, ist die Tatsache, dass es für die innenballistische Simulation nun mal Eingabewerte gibt, die alle irgendwie wichtig sind und man nicht einfach einzelne Eingaben weglassen kann. Mit weglassen ist gemeint, dass die ganzen Eingabefelder irgendwie sinnvoll im Fenster ihren Platz finden müssen.
Dann auch nicht wild durcheinander gewürfelt, wie es bei Quickload hier und da der Fall ist. Dazu eventuelle informativen Zeichnungen, Werte und natürlich auch das Ergebnisdiagramm der Berechnung. Schlussendlich sind wir zu einem Konzept gelangt, das meiner Meinung nach ziemlich gelungen ist. Das, was ihr bis hierher gesehen habt, waren ja entweder nur das Testprogramm oder langweilige Screenshots vom Anfang der Entwicklung. Ich starte jetzt mal die aktuelle Version vom Reloading Tool und zeige euch direkt im Programm die grundlegenden Funktionen und Features, die bisher verwendbar sind. Und so sieht es aktuell aus. Die beim ersten Start vorgegebene Aufteilung ist: linker Bereich die Eingabe und rechter Bereich die Ausgabe. Links oben sieht man die Kalibereigenschaften. Darunter wird dann die aktuelle Patrone als Maßzeichnung angezeigt. Momentan ist hier nur ein Bild als Platzhalter. Unsere Kaliberdaten beinhalten sämtliche Maße, aus denen dann später eine solche Zeichnung für jedes Kaliber generiert werden kann. Daneben das Feld mit den Geschosseigenschaften, darunter das Treibladungspulver. Die Ausgabe rechts beinhaltet die Ergebniswerte und Diagramme der innenballistischen Berechnung. Die einzelnen Felder lassen sich zueinander nach Wunsch in der Größe verändern. Was noch nicht eingebaut ist, aber noch kommen soll, ist das Anordnen der Felder nach Wunsch. Wo wir schon bei Präferenzen sind, ich mag zum Beispiel eher ein dunkles Design. Und das kann man ebenfalls umschalten bzw. nach eigenen Wünschen komplett farblich selbst einstellen. Was mich bei Quickload zum Beispiel immer gestört hat, ist, dass man Laborierungen nicht parallel einladen kann, um Vergleiche anzustellen oder ähnliches. Im Reloading-Tool kann man wie heute üblich problemlos mehrere Dateien parallel einladen. Die geladenen Laborierungen erscheinen dann oben als Reiter. Ganz oben in der Icon-Leiste gibt es zwar einen extra Knopf, um die Berechnungen zu aktualisieren, aber das ist in der Regel nicht notwendig. Ändert man einen Wert, also zum Beispiel die Pulvermenge, wird automatisch eine neue Berechnung vorgenommen und das Ergebnis aktualisiert. Das gleiche auch bei zum Beispiel der Hülsenlänge oder der Setztiefe. Wichtig sind auch die verwendeten Einheiten. Der eine möchte lieber alles in Zollmaßen, der andere alles metrisch und der nächste bunt gemischt. In den Eigenschaftsfeldern kann man auf ein Symbol klicken und die Einheiten umschalten. Die Einheiten werden dabei nur zur Anzeige umgerechnet. Intern wird nach wie vor das metrische System verwendet. Das heißt, wenn ihr eine Laborierung speichert und an jemanden schickt, dann wird bei demjenigen die Laborierung bezüglich der verwendeten Einheiten auch genauso dargestellt, wie er sich das konfiguriert hat. Über dem Kaliber, Geschoss- und Pulvereigenschaften findet man die Knöpfe zur Auswahl aus der Datenbank. An den Geschossdaten arbeiten wir noch, aber Kaliber und Pulver lassen sich bereits auswählen. Wählt man ein Kaliber, wird es natürlich bereits in der Auswahl vorselektiert. Das Programm sucht für eine Übereinstimmung dabei nicht nach dem Namen, sondern nach den innenballistischen Daten des aktuell verwendeten Pulvers. Von einigen Pulvern gibt es mehrere Einträge unterschiedlicher Lose. Eine Namenssuche würde hier unter Umständen das falsche Pulver auswählen. Widerlader bauen Ladeleitern. Ich fand es bei Quickload immer umständlich, die Druckverhältnisse vergleichen zu wollen. Beim Reloading-Tool habe ich daher eine automatische Ladeleiterfunktion eingebaut. Bei den Pulvereigenschaften kann man das hier direkt auswählen und Anzahl sowie Abstufung einstellen. Die Berechnung wird dann automatisch für alle Pulvermengen durchgeführt und parallel im Diagramm angezeigt. Will man die einzelnen Ergebniswerte sehen, klickt man entweder direkt ins Diagramm, womit dann einfach immer durchgeschaltet wird, oder wählt die angezeigte Lademenge oben rechts direkt aus. Was ihr hier auch gerade gesehen habt, ist dann noch der Cursor im Diagramm. Fährt man mit der Maus ins Diagramm, kann man von jeder beliebigen Position die Einzelwerte betrachten. Prinzipiell kann man schon Berechnungen zum Wiederladen durchführen. Mache ich ja auch. Die Eingabefelder funktionieren alle und die Ergebnisse werden ja angezeigt. Es fehlen aber noch sehr viele wichtige Programmfunktionen und wie gesagt ja auch noch die Geschossdaten zur Auswahl.
Was ihr hier gesehen habt, hat noch nicht den Beta-Status erreicht. Das für euch bis hierhin zum aktuellen Stand. Wenn es weitere Fortschritte gibt, wird dazu natürlich ein neues Video erscheinen. Auch zu den Fortschritten bezüglich der Web-Apps, welche ja vom PC-Programm unabhängig sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.